Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Nach einer längeren Sommerpause möchte ich zuerst mal mit einem etwas einfacheren Thema zum Einstieg beginnen. Und zwar geht es hier um den Shelly Plus Smoke Rauchmelder. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, hä, dazu hast du doch schon mal ein Video gemacht. Richtig, das stimmt. Und das heutige Video soll ein kleines Update-Video werden. Also falls ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, den Shelly Plus Smoke hatte ich ja vor etwas über 1,5 Jahren getestet. Damals war er neu auf dem Markt und es gab noch ein paar Probleme beim Einbinden in den I/O-Broker und so weiter. Aber das hat sich mittlerweile alles erledigt. Auch konnte ich damals noch nicht viel zu dem Thema Batterie, Fehlalarm, Gruppenalarm und so weiter sagen. Was mich damals aber bei dem Gerät relativ stark gestört hat, war der Preis. Der war, wenn ich mich recht erinnere, ca. 20 Euro teurer als der baugleiche Heimann, der aber mit Tuya betrieben wurde, aber dennoch 20 Euro war schon ein ganz schöner Happen. Das hat sich mittlerweile etwas gebessert. Die Teile sind, wenn man etwas Glück hat, für etwas knapp über 30 Euro erhältlich. Also falls ihr Interesse habt und mich nebenbei noch etwas unterstützen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch den Rauchmelder. Aktuell gibt es ihn zwischen 30 und 40 Euro zu kaufen. Okay, dann legen wir mal los mit meinem Fazit nach jetzt fast 2 Jahren Betriebszeit. Also beginnen möchte ich mit dem Thema Fehlalarm. Hier ist es mir wichtig zu sagen, es handelt sich um ein Elektrogerät. Normalerweise sollte es fehlerfrei funktionieren, insbesondere da es sich um ein sicherheitsrelevantes Gerät handelt. Aber wie es immer so ist, kann man manchmal einfach Pech haben und ein Montagsgerät oder sowas erwischen. Ich selbst hatte seit März 2023 war das bis heute Oktober 2024 keinen einzigen Fehlalarm. Der Rauchmelder ist hier bei mir oben im Studio verbaut, wo immer mal wieder mit dem Dremel gearbeitet wird, irgendwas geschliffen wird oder irgendwelche Platinen gelötet werden. Fehlalarme gab es in dem Zeitraum genau 0, also es gab überhaupt keine Fehlalarme. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nie Fehlalarme haben werdet, aber ich hatte wie gesagt keine. Wenn ihr in eurer Bude raucht oder einen Kaminofen betreibt und sich das Sensorfeld mit Ruß oder Zigarettenrauch zusetzt, kann es halt dazu kommen, dass Fehlalarme entsteht. Auch lässt sich ein Defekt nicht immer ausschließen. Soll heißen, nur weil meiner hier tadellos funktioniert hat, muss es eurer nicht auch tun. Meine Erfahrungen mit einem Rauchmelder sind bis jetzt positiv, weswegen ich mir vor kurzem nochmal 4 Stück hier nachgestellt habe. Grund war, dass einer meiner etwas teureren Rauchmelder den Geist aufgegeben hat und ständig Fehlalarme gebracht hat oder ständig Fehlalarme hatte. Deswegen dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und wechsle auch ein paar meiner in die Jahre gekommenen Baumarkt-Rauchmelder aus. Aber ich nehme es dem teuren Rauchmelder, also dem teuren Modell, nicht wirklich übel, dass er jetzt den Geist aufgegeben hat, denn er war im Wohnzimmer bei uns montiert und ja, da hat das ein oder andere Mal, da kam auch das ein oder andere Mal Rauch vom Kaminofen zum Rauchmelder, also der hat ein bisschen was abbekommen und ich vermute mal, dass das letztendlich zu Fehlalarmen geführt hat. Also, wie gesagt, bis jetzt lief der Shelly bei mir ganz gut, was mich dann halt auch dazu bewegt hat, fast komplett auf die Shellys hier umzusteigen. Die restlichen alten Rauchmelder werden demnächst auch ausgetauscht, aber da das Ganze etwas ins Geld geht, wird das in 2 Schritten umgesetzt und nicht sofort alle umgetauscht oder alle ausgetauscht. Okay, kommen wir jetzt zu dem Thema Batterien. Also Shelly gibt ja an, dass die Batterien circa 5 Jahre durchhalten sollen. Ich glaube, der Wert ist nicht unbedingt aus der Luft gegriffen. Die Angabe zur Laufzeit sollte, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, passen. Der Rauchmelder kam bei mir mit einer vollen Batterie hier an, beziehungsweise ich glaube, der hatte irgendwas mit 96% oder sowas angezeigt. Jetzt nach 19, 20 Monaten ungefähr hat die Batterie noch 82% angezeigt.
Da ich jetzt in den letzten Tagen noch etwas mit dem Shelly rumgespielt habe, ist die Batterie jetzt auf 78 bzw. 80% gefallen. Der Wert schwankt ab und zu mal minimal, aber wie gesagt, ungefähr 80-78% liegt der Batteriezustand jetzt nach 19-20 Monaten. Zur Funktionsweise des Rauchmelders nochmal eine kurze Erklärung, wie das Ganze ganz grob funktioniert. Also, damit die Batterie so lange durchhält, befindet sich der hier verbaute ESP32 für 24 Stunden im Deep Sleep Modus und nur die Sensorik des Rauchmelders ist in dieser Zeit aktiv. Im Fall, dass der Rauchmelder Rauch erkennt, wird der ESP32 hier drin geweckt. Der Rauchmelder verbindet sich mit dem WLAN, schickt den Alarm in die Cloud, falls diese aktiviert ist, und der Anwender wird per Push-Benachrichtigung alarmiert. Wichtig, das Ganze funktioniert zuverlässig, aber es muss im Handy auch richtig eingestellt werden. Das heißt, die Energiesparfunktionen für die Shelly App müssen eventuell noch angepasst werden. Der Rauchmelder selbst beginnt natürlich auch an zu piepsen, wenn er Rauch erkennt, und signalisiert euch auch, wenn keine WLAN-Verbindung besteht, dass er Rauch erkannt hat und alarmiert euch, wie gesagt. Ansonsten werden die Daten über den Batteriezustand und so weiter alle 24 Stunden an die Cloud übermittelt oder, falls gewünscht, per MQTT an das Smart Home weitergeleitet, falls ihr das aktiviert habt. Bezüglich der Batterie sollte man auch noch beachten, dass wenn man am Shelly Änderungen vornimmt, sollte man diese zuerst in der App vornehmen und sollte dann das Gerät erst wecken, wenn man alle Einstellungen an dem Shelly oder an dem Rauchmelder vorgenommen hat. Heißt also, zuerst mal alles offline einstellen. Das funktioniert nämlich ohne, dass der Shelly wach sein muss. Und wenn man fertig ist, weckt man das Gerät mit einem Dreifachklick auf den Button hier oben drauf und der Rauchmelder holt sich alle Informationen bzw. alle Änderungen, die ihr gemacht habt, und setzt das Ganze um. Falls der Rauchmelder wieder erwartend mal die Batterien schneller leer saugt, dann ist er entweder defekt oder irgendetwas anderes stimmt nicht. Ich würde den Rauchmelder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, dann ein paar Tage testen und wenn sich die Batterien immer noch kontinuierlich stark entladen, dann würde ich das Teil umtauschen und nicht lange damit rummachen, denn das Ding muss halt einfach funktionieren und sollte die Batterie nicht innerhalb von ein paar Tagen oder Stunden leer saugen. Und mal ganz davon abgesehen, kann man eigentlich nichts wirklich falsch einstellen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, aber sicher ist sicher und ist, wie gesagt, relativ schnell erledigt. Auf Amazon habe ich dann in den Bewertungen auch mal ein bisschen nachgelesen und gelesen, dass einige Probleme mit der Einbindung des Rauchmelders hatten. Das kann ich so nicht bestätigen oder nicht wirklich nachvollziehen. Was aber zu Problemen führen kann, ist, dass sich das Gerät im Schlafmodus versetzt oder in den Schlafmodus geht, wenn man eventuell zu langsam ist, und dann kann es da halt Probleme geben. Außerdem sollte man meiner Meinung nach auch auf ein paar Kleinigkeiten achten. Der Rauchmelder und das Handy, mit dem man das Ganze hier vornimmt, sollten in der Nähe des Routers bzw. des WLAN-Repeaters sein, also dort, wo das Signal am stärksten ist. Und auch wenn das nicht der Ort ist, wo das Gerät montiert wird, sollte man nicht unbedingt 20 Meter weit weg vom Router oder Repeater sein, wenn man das Ganze hier in Betrieb nimmt. Dann ist die Vorgehensweise relativ einfach. App installieren, anmelden und dann die App öffnen und dann am Rauchmelder diese kleine Batteriefolie entfernen oder wie das Teil heißt. Im Normalfall kommt dann eine Meldung am Handy, dass ein Gerät gefunden wurde. Wobei ich hier sagen muss, das hat bei mir beim ersten Versuch noch nie geklappt, sondern ich musste immer das Gerät einmal manuell wecken und dann konnte ich es mit dem WLAN koppeln bzw. verbinden. Also dann würde ich sagen, machen wir das doch mal schnell vor der Kamera, damit es jeder sieht, und dann gehen wir weiter mit meinem Fazit. So, ich habe jetzt mal die Shelly App gestartet und würde sagen, packen mal schnell den Rauchmelder aus, ohne jetzt groß auf den Inhalt oder irgendwie sowas einzugehen. Das Ding ist noch brandneu, unbenutzt. Also hier hinten ist, wie gesagt, diese Batteriefolie, die zieht ihr raus. Dann sollte der Shelly angehen. Der hat hier mal kurz rot geleuchtet. Ich hoffe, man sieht es. Jetzt ist die Meldung angekommen oder angegangen,
dass ja, das Gerät gefunden wurde. Wie gesagt, bei mir funktioniert es, hat es bisher noch nicht beim ersten Mal funktioniert, aber man klickt hier auf ja, Hinzufügen. Dann wählt man den WLAN-Zugriffspunkt aus, also wo er sich verbinden soll. Klickt hier auf Gerät hinzufügen und dann wird probiert, dass das Gerät eingebunden wird. Wie gesagt, das funktioniert bei mir normalerweise nicht. Dann kommt irgendwann eine Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert hat. Ich vermute mal, weil das Ganze nicht an ist. Ich sehe auch nicht dieses blaue Licht. Deswegen kann er gar nicht kommunizieren. Wahrscheinlich muss man einfach vorher mal kurz dreimal den Knopf hier drücken und dann würde es funktionieren. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen. Beziehungsweise wir können es ja mal probieren. So, jetzt sieht man es vielleicht. Der blinkt grün und hier ein bisschen blau. So, jetzt kommt wie gesagt diese Meldung, dass es nicht funktioniert hat. Ich sage hier zurück und dann wird mir hier der Rauchmelder angezeigt. Klicke auf Weiter, sage hier wieder Gerät hinzufügen. Das Gerät ist noch an. Hier steht jetzt auch, Einstellungen werden geladen, Status wird abgerufen. Gerät ist glücklicherweise immer noch an. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich ausgeht. So, und jetzt ist das Gerät betriebsbereit, ist also online. Wie gesagt, beim ersten Mal hat es bei mir noch nie funktioniert. Ich habe es immer so wie hier jetzt gemacht und dann hat es immer funktioniert. So, jetzt einen Namen eingeben, wo das Gerät hinkommt. Das kommt in den Flur bei uns. Dann wähle ich noch die Gruppe aus, wo das hinkommt, drücke Speichern und dann wird das Gerät mit dem Konto verknüpft mit der Cloud. So, und hier sehen wir jetzt also Verbindung ausstehend. So, jetzt ist der Rauchmelder eingebunden bzw. die Verbindung steht. Jetzt sollten wir als erstes ein Firmware-Update machen. Also klicken hier drauf und dann, ich glaube bei dem Zahnrad hier unten ist es oder auch nicht. Beziehungsweise es kann auch sein, dass man hier das Gerät zuerst mal wecken muss. Also dreimal draufklicken, Gerät geht an und dann sollte, genau, jetzt steht es hier auch, der hat hier dieses kleine WLAN-Symbol, wenn ihr das seht, und das Cloud-Symbol, Batteriezustand wird angezeigt und ich glaube hier auf diesem Zahnrad oder auf diesem Zahnrad, ich weiß nicht, genau, auf dem unteren Zahnrad Firmware-Version und hier sagen wir zuerst mal Firmware aktualisieren. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick. Das Gerät installiert die Firmware, lädt sie runter und installiert sie. Und dann prüfen wir, ob es nochmal eine Firmware gibt, denn es kann sein, dass er zuerst mal eine etwas neuere Firmware installiert und erst dann die komplett aktuellste Firmware installieren kann. Also es kann sein, dass man 2 Schritte machen muss. So, gehe nochmal hier hin, Firmware-Version. Nee, das Gerät ist auf dem neuesten Stand. Okay, also Firmware ist aktuell, das solltet ihr meiner Meinung nach als erstes machen. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr weitermachen und Einstellungen am Rauchmelder vornehmen. Wie gesagt, zuerst mal das Ganze offline machen und dann die Daten erst übertragen. Zu dem Firmware-Update nochmal ein kurzer Hinweis. Im Normalfall könnt ihr es auch so machen, dass ihr einfach das Update hier auf dem Handy anstoßt. Und dann, wenn der Rauchmelder sich einmal am Tag selbst weckt, dann holt er sich die Information, dass es eine neue Firmware gibt und dann saugt er sich die Firmware und installiert das Ganze von neu. Das heißt, ihr müsst ihn nicht unbedingt per Hand wecken. Ich habe das Ganze aber noch nie so getestet, denn ich wollte immer, wenn eine neue Firmware installiert wird, wollte ich immer dabei sein und gucken, dass es funktioniert. Aber theoretisch sollte es, wie gesagt, auch so funktionieren, dass ihr das Update hier anstoßt und wenn er sich alleine irgendwann mal am Tag weckt, dann holt er sich das Update. Okay, dann gucken wir uns nochmal kurz das Thema mit dem Gruppenalarm an und mit dem MQTT, also ins Smart Home einbinden. Smart Home Einbindung ist relativ einfach. Wenn ich mich recht erinnere, ist schon ein paar Tage her, auf diese kleine Weltkugel drauf gehen. Dann gibt es hier unten MQTT, das aktivieren wir und tragen hier unten unsere MQTT-Daten ein, also von unserem Surfer, mit dem er kommunizieren soll. Bei mir, in meinem Fall, ist es der MQTT-Adapter bzw. der Shelly-Adapter, nicht der MQTT-Adapter, sondern der Shelly-Adapter im IO-Broker, mit dem soll er kommunizieren. Was ich auch noch mache, ist die allgemeinen Statusaktualisierungen über MQTT, das hake ich auch ein.
Und was ihr auch nicht machen solltet, ist, ihr solltet diese zwei Felder hier nicht löschen. Wobei ich glaube, das war dieses Feld hier unten. Das sollte man nicht löschen. Das ist diese ID und die muss so bleiben. Ansonsten meckert der Shelly-Adapter rum. Okay, also ich trage zuerst mal hier meine IP-Adresse und den Port ein und dann den Benutzernamen und Passwort. Sage speichern und bestätige das Ganze. So, jetzt wecke ich den Shelly nochmal. Jetzt ist er blau, sag jetzt nochmal speichern, nochmal bestätigen. Jetzt sollte er die Daten übertragen. Der blinkt jetzt schnell. Weiß nicht, ob man es gesehen hat oder ob man es sieht. Ich müsste eigentlich das Studio mal abdunkeln. So, wieder aufs Haus. Gerät wird aktualisiert. So, nochmal gucken, ob die MQTT-Daten übernommen wurden. Hier steht aktiviert, aber getrennt. Habe ich meine Zugangsdaten falsch eingegeben? Ja, ich habe meine Zugangsdaten falsch eingegeben. Also nochmal. Hat er aus Versehen die Zugangsdaten vom MQTT-Adapter eingegeben. Und hier oben auch den falschen Port bei mir zumindest. So, nochmal speichern. Wecke ihn. Bestätige das Ganze. So, und jetzt seht ihr, oben steht verbunden. Also das Ganze hat sich jetzt mit dem IO-Broker bzw. mit dem MQTT, mit dem Shelly-Adapter verbunden per MQTT. Und jetzt sollten die Daten auch auf dem, im IO-Broker sein oder am PC sein. So, das testen wir auch nochmal schnell. So, gehen zuerst mal hier zu Protokoll und lasst euch jetzt nicht verwirren von diesen ganzen Fehlmeldungen. Das sind einfach nur ein paar Tests, die ich gerade mache. Und hier sollte es irgendwo vom Shelly-Adapter die Information kommen. Und hier steht es auch, der hat sich verbunden, also connected, und die Datenpunkte sollten da sein. So, das ist der hier, Shelly Smoke. Das ist auch die ID, die ihr hier seht, 5028. Das passt. Jetzt hat er sich schlafen gelegt, ist aus, deswegen ist auch hier die Verbindung weggegangen. Und dann habt ihr hier halt alle möglichen Datenpunkte, mit denen ihr dann irgendetwas anfangen könnt. Also hier Batteriestatus, die Spannung und dann hier noch so ein paar andere Informationen. Hier, ob ein Alarm anliegt, dann gibt es hier, ob man den Rauchmelder stumm geschaltet hat, ob man den Alarm stumm geschaltet hat. Das könnte man dann theoretisch auch noch machen. Und dann noch ein paar Systeminformationen und hier, ob ein AP Access Point aktiviert ist oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, das hier sind die Meldungen. Hier könnt ihr auch ein Reboot durchführen bzw. ein Firmware-Update aktuell anstoßen, so nicht aktualisieren, anstoßen. Und das sind, wie gesagt, die Datenpunkte, die es im IO-Broker gibt, die per MQTT geliefert werden. So, kommen wir zum Thema Gruppenalarm. Da sollte man noch ein, zwei Sachen bedenken. Der Gruppenalarm an sich ist ja eigentlich eine gute und sinnvolle Sache, aber die Geräte, also nicht nur die Shellys, sondern generell Rauchmelder, haben ab und an mal Fehlalarme, auch wenn das nicht vorkommen sollte. Und dann ist so ein Gruppenalarm echt für den Poppes, vor allem mit kleinen Kindern oder bei älteren Menschen. Deswegen ist das nicht immer so toll und vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es beim Shelly halt fehlt. Aber im Normalfall kauft man sich einen solchen Rauchmelder von Shelly nur, wenn man schon Geräte von ihnen hat oder Smart Home betreibt. Für alle anderen ist ein solcher Rauchmelder eher uninteressant, außer man möchte unbedingt einen Rauchmelder mit WLAN und einer App haben. Dann kann man zum Shelly greifen. Aber wenn ihr schon in der Shelly-Welt unterwegs seid, dann könnt ihr und solltet euch diesen Vorteil auch zu Nutzen machen und im Fall eines Alarms bestimmte, ich sag mal, Aktionen ausführen, die euch helfen, im Ernstfall sicher aus dem Haus zu kommen oder dass ihr benachrichtigt werdet.
Heißt, ihr könnt, wenn ein Rauchmelder auslöst, zum Beispiel das Licht einschalten, dann, falls möglich, die Rollos öffnen. Ihr könnt auch andere Familienmitglieder in die Gruppe mit aufnehmen, die dann auch im Alarmfall informiert werden. Und das kann vor allem bei älteren Menschen wirklich hilfreich sein. Also wenn man irgendwie Eltern hat, die ein bisschen weiter weg sind und bei denen dann der Alarm geht, dann bekommt man es mit und kann im Notfall auch irgendwelche Aktionen ergreifen oder dorthin fahren oder was auch immer. Also das macht dann auch Sinn. Da es sich aber bei mir angeboten hat, habe ich die Verknüpfung über den IO-Broker gemacht. Dazu habe ich mir ein kleines Blockly erstellt und schalte dann im Alarmfall zuerst mal das Licht ein. In einer ersten Stufe zuerst mal nur die indirekte Beleuchtung, damit man jetzt nicht gleich irgendwie total geschockt ist. Dann lasse ich mir über die Tante A sagen, welcher Rauchmelder ausgelöst hat. Öffne in der Wohnung alle Rollos sicherheitshalber, damit, falls es wirklich brennt, dass man vielleicht auch mal durchs Fenster raus kann oder ähnliches. Dann habe ich noch die Möglichkeit, den Alarm per Sprachbefehl zu deaktivieren. Das heißt, wenn der Alarm irgendwie im Kinderzimmer ausgelöst hat, dann könnte ich theoretisch vom Schlafzimmer aus sagen, dass der Alarm stumm geschaltet wird, damit die Kinder nicht ganz kirre werden. Achtung, Achtung. Der Rauchmelder im Wohnzimmer hat ausgelöst. 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 Alexa, Rauchmelder ausschalten. Okay. Dann, was auch noch möglich ist, ist, dass man Bilder per Telegram verschickt. Das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Das ist aktuell in meinem Blockly noch nicht eingebunden, aber demnächst wird das Ganze auch eingebaut, dass wenn ein Feueralarm ausgelöst wird oder ein Rauchalarm ausgelöst wird, wird mir per Handy ein Bild von den Kameras geschickt und ich kann sehen, ob es ein Fehlalarm ist oder nicht. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man nicht zu Hause ist und ja, es ist wirklich ein Feuer ausgebrochen. Dann kann man zum Beispiel die Feuerwehr benachrichtigen, wenn man gerade auf der Arbeit ist und denen sagen, hier bei mir zu Hause brennt, keiner ist zu Hause oder was auch immer und macht euch mal auf den Weg zu mir und löscht mal das Feuer. Also das wäre so eine, ja, ich sag mal so eine Möglichkeit, was man damit machen kann. Also in der Theorie funktioniert das alles, ob das dann in der Praxis wirklich so funktioniert, wie es gedacht ist, das weiß ich nicht, aber theoretisch sollte es funktionieren. Habe das auch mit so einem Rauchspray oder das hatte ich schon mal hier gezeigt, ich habe das irgendwo hier liegen, so ein Rauchmelder-Testspray probiert, also das funktioniert soweit alles. Also es gibt, wie gesagt, relativ viele Möglichkeiten, was man da so machen kann. Achso, was man auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel die Stromzufuhr zu unterbrechen, wenn zum Beispiel der Alarm in der Küche ausgelöst hat. Wobei es dann vermutlich schon zu spät ist, aber dann könnte man zum Beispiel den Stromkreis ausschalten und da muss man aber nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwelche Stromkreise ausschaltet, wo das Licht drauf hängt und dann steht man da, hat kein Licht. Das wäre dann schlecht. Also es gibt relativ gute Alternative für den Gruppenalarm und diese Alternativen können, finde ich, sogar noch besser sein wie ein normaler Gruppenalarm, wo alle Rauchmelder gleichzeitig angehen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, das Ganze so zu machen, dann sollte man das definitiv auch machen. Ansonsten wichtig bei dem Ganzen, egal ob Shelly oder was anderes, ist, dass ein Rauchmelder vorhanden ist. Ob er jetzt smart ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber die Teile hier können Leben retten. Deswegen Hauptsache, es ist überhaupt einer montiert.
Okay, dann soll es das von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ach so, fast vergessen, falls euch das Blockly interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich es verlinkt. Und falls ihr Interesse am Shelly habt und über Amazon bestellt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Artikel über meinen Link in euren Warenkorb legt und so mich und diesen Kanal etwas unterstützt und ich kann dann weiterhin Videos für euch produzieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit eurem Shelly plus Smoke.